Hallo und willkommen auf meinem Kanal Camper unterwegs. Heute möchte ich euch von meinen ersten Erfahrungen und Erstversuchen mit meinem Omnia-Backofen berichten. Ja, ich muss leider zugeben, am Anfang ist da einiges schief gelaufen, aber ich will euch ehrlich berichten und, kleiner Spoiler, am Ende ist natürlich alles gut. Mein Omnia und ich, wir sind ein unzertrennliches Paar. Befüllt die Omnia-Backform nur bis gut zur Hälfte, denn sonst kann sich das Ober-Unterhitze-Prinzip nicht entwickeln. Eine gekaufte Backmischung entspricht ungefähr dieser Menge. Wenn ihr nach einem eigenen Rezept backt, dann müsst ihr eventuell die Menge verringern. Wenn ihr nach einem Omnia-Rezeptbuch backt, dann ist die richtige Menge schon dem Omnia-Backofen angeglichen. Ja, apropos Mengen. Für 4 Erwachsene ist natürlich der Inhalt einer Omnia-Mahlzeit zu wenig. Ideal ist es, wenn man mit 2 Erwachsenen bzw. auch noch mit 2 Kindern dazu isst. Außerdem ist es natürlich gut, entsprechend viele Beilagen zu haben. Ganz toll ist es, wenn man den Omnia einsetzt, wenn man vielleicht einen Grillabend plant und dann im Omnia die entsprechenden Beilagen, zum Beispiel einen tollen Auflauf, zubereitet. Die Silikonform des Omnia sollte man nie einfetten. Die ist nämlich selbstfettend. Aber wenn ihr ohne Silikonform backt, dann sollte natürlich die Aluform eingefettet werden. Ein Sicherheitstipp: Bevor ihr den Gaskocher startet, stellt auf jeden Fall eine unbrennbare Fläche darunter. Stellt den Gaskocher nicht auf Holz, denn dann endet es so. Das Holz wird angeschmort und das will ja keiner. Also immer auf eine Glasplatte oder was auch immer stellen. Am Anfang habe ich oft den Deckel hochgehoben und nachgeschaut, ob im Backofen alles okay ist. Aber dann habe ich gemerkt, dass man damit ja den Ober-Unterhitzen-Effekt zerstört. Also lasst den Deckel drauf und habt einfach Vertrauen. Heizt nicht zu lange auf höchster Stufe an, 5, maximal 10 Minuten und schaltet danach runter auf höchstens mittlere Hitze, am besten auf kleinste Stufe, sonst wird das Backergebnis von unten zu dunkel. Alles fertig? Dann lasst die Unterschale auf dem Gaskocher stehen. Sie ist nämlich sehr, sehr heiß. Wenn ihr sie auf zum Beispiel ein Holzbrett stellt, dann passiert euch das. Hier steht der Backofen mit Unterschale perfekt auf einer Glasplatte. Das ist auch gut für ein Mittagessen, denn das würde warm halten. Aber leider war in diesem Backofen ein Kuchen und die Unterschale hat dann nachgeheizt. Das Ergebnis: schwarzer Kuchenboden. Ich koche sehr gerne mit viel Knoblauch und Zwiebeln. Aber um ehrlich zu sein, riecht die Silikonbackform dann doch danach. Meine 2 Alternativen: Entweder mache ich die herzhaften Gerichte nur in der Alu-Backform und behalte meine Silikonbackform nur zum Backen, oder ich nehme eine zweite Silikonform mit, in der ich dann nur die Kuchen mache. Und noch ein Tipp: Wenn ihr selber Brötchen backen wollt, also den Teig selber ansetzt, dann backt sie in der Silikonbackform. Dieses Aufbackgitter ist wirklich nur zum Aufbacken von gekauften Aufbackbrötchen. Ihr seht schon, am Anfang muss man viel ausprobieren, aber inzwischen sind der Omnia und ich ein super Team geworden. Ich wünsche euch viel Spaß mit eurem Omnia. Probiert einfach aus und fangt vielleicht simpel an mit Backmischungen und so weiter. Und dann denke ich, werdet ihr genauso viel Spaß
an eurem Campingbackofen haben wie ich. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann freue ich mich, wenn ihr mich wieder auf meinem Kanal besucht, denn ich habe noch viele andere neue Ideen für euch. Tschüss und bis zum nächsten Mal.